Wovon suchst du Ablenkung? Wovon suche ich Ablenkung? Von der Arbeit? Ablenkung heißt ja immer, also wenn ich Ablenkung suche, heißt ja, dass das, was ich gerade tue, dass ich mich davon ablenken will, dass ich was anderes mache. Aber Ablenken ist immer so ein bisschen, Ablenken hat immer damit zu tun, also in meinem Kopf zumindest, Ablenken ist immer was Negatives, also was irgendwie, man lenkt sich mit was ab von etwas Wichtigem, man macht was Unwichtiges, obwohl man was Wichtiges tun könnte. Deswegen fällt mir der Gedanke von, wann will ich mich ablenken, so schwer. Wo wärst du jetzt am liebsten? Ich wäre am liebsten in der Natur, einfach, aber in so, wirklich so was Abgeschiedenes. Entweder Nordkanada oder Sibirien oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, dann ich wäre gerne mal mit jemandem unterwegs, der da lebt, der da irgendwie, und dann nur irgendwie Bären filmen oder irgendwas, oder, keine Ahnung, ich wäre gerne mal isoliert, ich hätte gerne mal mit dem allen hier nichts zu tun. Wovon hast du keine Ahnung, aber hättest sie gerne? Gibt's einiges. Wovon hätte ich keine Ahnung? Ich hätte keine Ahnung von so elektrotechnischen Sachen. Ich habe keine Ahnung von handwerklichen, technischen Dingen. Ich kann Sachen meistens benutzen, aber ich könnte nie Dinge reparieren oder ich könnte nie handwerklich viel selbst machen. Ob das wirklich was Technisches ist, irgendwelche Schaltkreise oder es ist alles so, das ist so abstrakt für mich. Es ist aber auch abstrakt für mich, wie man eine Mauer mauert richtig oder wie man das und das macht. Aber man hat natürlich auch keine Berührungspunkte. Man hätte wahrscheinlich eher Berührungspunkte, wenn man ein eigenes Haus hätte, wo man sich dann damit beschäftigen würde, okay, wie kann ich das selbst machen? Was ist dein Gedanke zu dem Zitat von Wolfgang Job? Man schließt mit sich keinen Frieden, wenn man kreativ ist. Völlig richtig. Das wird heißen, dass man aufhört, kreativ zu sein. Wenn du Frieden mit dir schließt, wenn in dir alles ausgeglichen und alles, wenn bei dir alles klar ist in dir, dann brauchst du nicht mehr kreativ zu sein. Kreativität ist immer eine Diskrepanz zwischen irgendwas passiert in dir und daraus entsteht was. Aber wenn das alles ausgeglichen ist, entsteht nichts mehr. Wann hast du in letzter Zeit etwas zum ersten Mal gemacht? Oh mein Gott, fällt mir gerade nicht ein. Ich überlege nochmal. Es sind nur Kleinigkeiten, es sind neue Dinge, die so aufploppen, irgendwie Kryptowährung oder irgendwas. Und dann beschäftigt man sich damit und dann macht man das. Aber das ist für mich nicht groß genug, um zu sagen, das ist was Neues. Wenn man sich einfach damit beschäftigt, man investiert da rein. Ist schwierig, ja. Man müsste mehr neue Dinge machen. Das ist einfach
Ja, das ist eines der Probleme, nicht neugierig genug zu sein, um Dinge immer wieder neu machen zu wollen. Wofür ist es nie zu spät? Ach, ich glaube, alles, was man da sagt, klingt irgendwie ein bisschen pathetisch, ein bisschen dramatisch. Aber ich glaube, es ist nie zu spät, irgendwie sich nochmal zu öffnen für die Welt. Irgendwie ein bisschen toleranter zu sein, ein bisschen mehr Verständnis zu haben für andere Menschen. Ich glaube, auch wenn du 65 bis 70 bist, es gibt Leute, die kommen nochmal voll aus sich raus. Die kaufen sich ein Wohnmobil und sind unterwegs und sind glücklich, während sie irgendwie einen YouTube-Kanal haben und so. Ich habe da schon, man sieht da Leute. Das ist richtig witzig, ist richtig cool. Also. Was fällt dir heute leichter als noch vor einem Jahr? Das, was ich dir gerade gesagt habe. Dinge ruhen zu lassen. Ich habe mir so oft vorgenommen, du machst das, du veränderst daran nichts. Du wartest einfach ab, das wird wieder. Da geht es auch gerade um Investments. Ich habe so oft Bauchentscheidungen getroffen, wo ich dachte, ach, das ist alles, jetzt geht alles runter, jetzt verkaufe ich das. Aber man hat ein bisschen mehr Ruhe mittlerweile. Man kann sich selbst dazu überreden, dass es wieder in die andere Richtung geht, dass man sich keine Gedanken machen muss, dass man einfach die Zeit verstreichen lässt. Man guckt nicht so oft hin und dann irgendwann ist wieder gut.